Einen wunderschönen guten Tag, meine Bienenfreunde. Heute ist die Azubine mal am Start. Mit ihren kleinen süßen Mini-Völkern. Nee. Okay, wir haben nur ein Volk. Da haben wir halt unsere Ableger draus gemacht. Oder meine. Weil das war meine eigene erste umgelarvte Königin, die was geworden ist. Und wir haben vor 28 Tagen haben wir halt die Ableger gemacht. Das heißt, wir gucken heute nach. Ich habe den Puschel im Gesicht. Das ist unangenehm. Wir gucken heute nach, ob die Königin begattet wurde, ob sie vom Begattungsflug zurückgekommen ist und ob sie schon angefangen hat zu stiften. Ihr seht mich nicht, weil müsst ihr nicht. So. Wir haben die auch ein bisschen gefüttert und alles, weil es zwischenzeitlich doch ein bisschen kalt war. Deswegen ist die da drüben, hängt die noch ein bisschen hinterher. Weil die hat es fast nicht geschafft. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie das aussieht, wenn offene Brut, wenn es zu kalt wird. Die wird dann so eklig dunkel, schwarz. War nicht so schön, war ich sehr traurig, weil ich bin ja da ein Mensch. Ich heul da ja gleich rum. Die Armtierchen. So, wir gucken mal. Also hier weiß ich, hier war die Königin schon mal da. Die war klitzeklein und putzig. Und heute gucken wir, ob sie zurückgekommen ist. Und ja, ob sie schon fleißig am Arbeiten ist, die Gutste. Gucken wir. Also hier ist noch nichts. So. Also fleißig sind es auf jeden Fall schon, das sehe ich. Achtung. Der Nachteil bei der Mini Plus ist, die haben halt so viel Spielraum zwischen den Waben, dass du halt aufpassen musst, weil bei einer, die tackern die richtig fest. Ne? Ich habe noch nicht mal angefangen, ich schwitze schon. So. Ja, das ist das perfekte Imkerwetter. Oh, hier haben sie schon ein bisschen Honig eingetragen oder beziehungsweise Nektar. Sehr schön. Also die haben sich richtig, richtig gut entwickelt. Die sitzen inzwischen auf 1, 2, 3, 4 Waben. Süße, rutsch mal ein Stück. Geh mal weg da. Die sind auch mega brav. Ich fühle mich total unmotorisch mit der Hand, ne? Und beim nächsten Mal die Mini Plus weiter auseinanderstellen. Das ist ja... Was du sonst auch machen kannst. Von vorne anfangen. Nee, das mache ich nicht, weil über den Bienen arbeiten ist nicht so angenehm. Und klebt denn das hier zu fest hier? Oh, die haben schön Propolis angesetzt, ne? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. I'm so sorry. Futter, 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 Futter. Futter, 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 Futter. Und noch mehr Futter, 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 Futter. Okay. So, Achtung, Püppchen. Ja, rein theoretisch müsste sie ja jetzt eigentlich in Eilage sein, ne? Genau. Wenn sie zurückgekommen ist. Wenn sie zurückgekommen ist. Ja, da stelle mich an wie der erste Mensch. Es tut mir leid, aber ich bin Azubine, ich darf das. Sie darf das. Sie ist im ersten Imkerjahr. Genau. Und ich finde das super, dass sie sich genauso dafür interessiert, für die Imkerei, so wie ich. Und Hier sind sie ein bisschen wuseliger, das heißt, die Königin wird wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe sein können. das ist normal. Nee, das ist noch vom letzten Mal. Achso. Also die Spielnäpfchen unten meinst. Ja, ja. Die sind noch vom. Ich dachte, Ah, die ich hab bauen sie sie gesehen. auch zurück. Ich habe sie gesehen. Hör auf damit. Ja, die ist auch hier auf der Wabe. Ich merke das, weil die sind hier ein bisschen wuseliger. Nicht viel, aber ein kleines Ja. bisschen. Die auf der Seite, ne? Nein, auf der anderen. Oh, dann, oh. Da, ich sehe sie. Oh, die ist aber groß geworden. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Ich bin stolz auf dich, Bübchen. Das ist ein gutes Zeichen. Sie sitzt hier oben. Da oben. Und die war am Anfang wirklich so klein wie die Arbeiterbienen. Deswegen habe ich die kaum erkannt.
Aber tatsächlich, ich glaube, Ja, die wird ja nach dem Begattungsflug, wird die ja ein bisschen länger und der Hinterleib wird halt ein bisschen schmaler, ne? ja, der schwillt halt ein bisschen an dann, ne? Weil die dann... Das ist wie, als ob die wieder auf Diät geht. Das ist schon mal gut. Da ist schon mal die Königin drin. Aber Eier habe ich da noch nicht gesehen. Aber Futter ohne Ende. Mhm. Ich guck mal hier. Aber sie wird auf jeden Fall unterwegs gewesen sein, weil wie gesagt, dadurch, dass sie jetzt der Hinterleib wesentlich größer ist als vorher. Das ist auch das Futter. Oh ja, da sind Stifte unten in der Ecke. Ja? Ja. Nein, sind es nicht. Das war bloß das Draht. Entschuldigung. Ich bin eine alte Frau, ich sehe das nicht mehr so gut. Was du nicht machen darfst? Die Wabe zu schräg halten. Du musst ein bisschen klein ticken. Das sehe ich es aber auch nicht. Ja. Stell dich mal so ein bisschen in die Sonne. Aber hier ist noch nichts. Kann aber auch sein, dass sie jetzt erst zurückgekommen ist. Ja, ich hab. Hier wird noch nichts sein. Nö, aber dann kann das schon sein, dass sie jetzt demnächst loslegt. Also sie ist auf jeden Fall wieder da. Sie beläuft die Waben. Auf jeden Fall wieder da, genau. Ja, sie beläuft die Waben und gehen wir davon aus, dass sie wahrscheinlich jetzt Demnächst anfängt. Ne? Das heißt ja nicht immer, das ist ja keine Faustregel. Manche Königinnen, die lassen sich ja noch mal ein bisschen. Vielleicht hat sie ja schon angefangen und ich habe es wie immer nicht gesehen. Ist jetzt auch nichts Neues? Das kann natürlich sein. Den kannst du jetzt runternehmen. Den kann ich jetzt runternehmen? Ja, den kannst du runternehmen. Okay. Da packen wir dann eine Futterzage noch mal rauf. So Mädels. Husch. Die packe ich mal eben kurz zur Seite. Jo. Ja, die haben sich nicht ganz so gut entwickelt, aber die sind auch schon ein bisschen. Das macht ja nichts. Ja, alles gut. Ich vergleiche ja trotzdem ein bisschen. Mhm. Die sind jetzt auf 3 Waben. Krieg den Boden hier wieder nicht auf. Kannst du die einmal umsetzen, ja? Ich muss die einmal umdrehen, damit ich besser rankomme. Ich sage ja, das. Dann kannst du die auch gleich so lassen. Ja, lasse ich auch. Weil das ist jetzt wieder Warmbau. Ja. Ja, die stehen halt doch definitiv zu eng zueinander. Warte, ich kann ja mal den hier einen kleinen Ticken rüberschieben. Das macht den Bienen jetzt nichts aus, wenn du die einen kleinen Ticken verschiebst. Ja. Natürlich, wenn du jetzt 5 Meter verschiebst, dann fliegen sie natürlich alle wieder dahin, wo sie denken, wo das Flugloch ist. Aber so geht das. Mhm. Na, genau, erstmal alles schön. So einfach ist das nicht. Ich bin kein Linkshänder. Aber die rechte Hand hat noch keinen Bock. Das ist bei mir genauso wie mit der rechten Hand. Ja, du hast doch auch kein Defizit da gerade, so wie ich. Ja. Die Feinmotorik ist leider noch nicht gegeben. So. Schieb die beiden mal nach vorne. Genau. Da dürfte Futter drauf Guck sein. dir das mal an, wie schön. Die haben echt was gefunden. Ja. Ne? Ja, gut, jetzt Brombeere, Waldtracht, ne? Geht jetzt los. Da sind Stifte drauf. Da sind Stifte Ich drauf. freue mich. Da sind 2 Stifte drin. Also sie übt Ja, gut, schon sie übt fleißig. Die sind hier ein bisschen wuseliger. Ich vermute, sie ist hier irgendwo. Aber hier oben links, guck mal. Kannst du sehen? Mhm. Du siehst auch die Zellen, ne? Die glänzen schon. Innen drinne. Ja, die sind auf jeden Fall geputzt. Und dreh mal die Wabe einmal um. Ja, warte da. Lass mich doch mal gucken. Ich lass dich gucken. Brauche ein bisschen länger Begeisterung. Seht ihr die Begeisterung? Nein, Oder sehen Sie nicht, aber ich verstecke mich. Hört ihr die Begeisterung? Hier, guck mal. Sagen wir's Oh, hier hat sie schon. Guck mal, alles voll gestiftet. Ja, wunderbar. Siehst du mal. Da ist sie. Da ist sie. Guck mal, die ist sogar die ist aber noch einen Ticken größer als die andere. Sehr Sehr schön. Guck mal, ich zeig den Leuten mal eben die Königin. Meine Königin. Meine. Ihre
Meine erste Nachzucht. Die erste Nachzucht, Leute. So, jetzt gucken wir mal kurz gucken, wo sie ist. Hier, da in der Ecke. Da läuft sie. Was ein hübsches Tier. Da hat sie sich versteckt. Das ist ein schönes Tier. Ja, ne? Das ist echt ein schönes Tier. Und wie ihr seht, die sind auch sehr brav. Das ist mir besonders So, wichtig. jetzt musst du vorsichtig sein, weil die ist hier oben an dem Hoffmann-Riemchen. Nicht, dass du jetzt aus Versehen deine eigene Königin Ich sehe sie. Nee, die ist schon wieder in die Mitte. Ja, da passt schon. aus Versehen Ja, zur Briefmarke produzierst, das wollte ich sagen. Ja, siehst du, mehr brauchst du ja gar nicht wissen, ne? Nö. Königin ist wieder da. Ist schon mega fleißig. Ist schon fleißig mit Mit Bestiften. ein Pfötchen weg da. Sehr schön. Sehr schön. Oh, jetzt freue ich mich. Du, so ging es mir damals auch. Ja, also man sieht halt auch, wie schön, du schaffst ja auch ein bisschen was, ne? Richtig. Und ich bin ja sowieso so Tiermensch. Lieber mit Tieren als mit Menschen, ist einfach so. Oh. Oh, die haben sich auch sehr gut entwickelt. Drehe ich auch Guck mal, jetzt gleich bin ich einmal die Azubine. Ah. So, Mädels. Kommt, ihr schafft das schon. Ihr seid stark. Und ich finde es halt schön, mit den Mini Plus zu arbeiten, weil für mich ist das jetzt erstmal viel angenehmer, weil die Größe halt angenehmer ist. Und man fühlt sich da halt nicht gleich so erschlagen mit so einer riesengroßen Beute, ist jetzt meine Empfinden. Weil ich habe ja immer Angst, dass ich denen irgendwas tue. Weil viele denken ja, die sind so aggressiv, aber sind sie nicht, also zumindest unsere nicht. Und wenn die angreifen, dann ist es wirklich nur, weil sie sich verteidigen. Oder beziehungsweise ihre Königin. Muss man auch mal alles so sehen, ne? Wie gesagt, ich bin ein bisschen langsamer. Oder ist es egal. Lass dir Zeit. Ja, das mache ich auch. Ich versuche mich auch ohne Handschuhe, zumindest bei meinem jetzt hier, weil du da wirklich dieses Feingefühl auch hast, ne? Als mit diesen Handschuhen. Ich habe zwar jetzt so Einweghandschuhe in Anführungszeichen, so Arbeitshandschuhe, die sind okay, aber diese dicken, fetten. Ja, man kann mit diesen dicken Imkerhandschuhen halt nicht gut arbeiten. Die Ne? sind hier ein bisschen aggressiver. Ich vermute, hier gibt es keine Königin. Naja, also da ist auf jeden Fall was ausgefressen. Ne? Ja. Entweder ist er noch unterwegs, aber ich merke halt, die Stimmung hier ist nicht ganz so entspannt. Ja, meine Lieben. Leider hat sich die Kamera eben ausgestellt. Ihr kennt das ja, ne? Die meisten, die Videos drehen von euch, kennen das ja. Deswegen hier nochmal einmal kleines Fazit, falls wir es nicht aufgenommen haben. Die Königin ist begattet, die Königin stiftet. Wunderbar. So, und jetzt gucken wir jetzt nochmal in das letzte Volk rein. Mein Sorgenkind hier. In unser Sorgenkind. Aber die haben sich richtig gut erholt. Alle Waben besetzt, die drin sind. Das ist Also gut. alle 5. Ja. Genau. Wir haben, wie gesagt, nochmal ein bisschen Futterteig gekriegt. So einen kleinen Starter. Genau. Weil das waren ja die hier, die armen Kleinen, die halt, mit denen war es zu kalt. Ja, es ist halt auch, ne, wenn man direkt am Stand die bildet, dann muss man sie halt etwas stärker bilden, weil die Flugbienen halt ja wieder zum Ursprungsvolk zurückfliegen. Ne? Aber die haben sich richtig gut entwickelt. Ich brauche auf jeden Fall dann noch mal ein Rähmchen. Du brauchst ein Rähmchen? Mir fehlt ja eins. Ja. Bolla, hoppala. Ja, da brauchen sie jetzt einen Naturbau, ne? Ja, das sollen sie ja auch. Ey, hatte ich ja bloß einen Anfangsstreifen reingehangen. Falls noch mal irgendwo in den Kommentaren kommen sollte, ja, ich muss wieder zum Friseur. Und ja, mein Bauch ist dick. Das ist die Kamera, das ist nur die Kamera. Das ist die Kamera. Da bin ich unschuldig. Ich wiege eigentlich nur 80 Kilo. Das
sind aber sehr chillig, ne? Jo. Sehr schön. Ja. Dann wir ganz vorsichtig gleich wieder reintun. Mhm. Da haben sie sich auf jeden Fall nochmal was nachgezogen. Das ist schon mal sehr gut. Also braucht die noch ein bisschen. Ja, ich will trotzdem mal gucken. Nicht, dass Ja. doch schon eine... Dass wir vielleicht doch schon was übersehen hatten. Jein. Ja, Kann ich glaube es natürlich- kann auch natürlich nicht, sein. aber sicher ist sicher. Ich will auch gucken, wie sie aussehen, wie es denen geht. Ja, aber das sieht gut aus. Die haben sich richtig gut erholt. Boah, guck dir mal die Bollenbähnchen an da unten bei der einen, du. Voll bepackt. Ja, hier ist schön Futter drin. Sehr schön. Das ist doch super. Ja, die braucht auf jeden Fall noch ein paar Tage. Ja, also Futter ist okay. Guck mal die letzte noch schnell an. Wunderbar. Siehst du mal? Doch was Positives zu den allen Sehr schön. anderen negativen Sachen. Sehr schön. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Ja. Und deswegen ist halt die Imkerei so vielfältig und facettenreich. Ja, dann werde ich mal noch mal also ein Rähmchen muss ich auf jeden Fall noch vorbereiten dann und das dann mal nachlegen. Mhm. Ja, aber die haben ja noch Platz, ne? Ja, die bauen das jetzt gerade aus, aber siehst ja, wie schnell das jetzt ging. So, sehr schön. Hast du in die 15 gestern reingeguckt? In die 15? Ja. Nein, habe ich nicht. Wollen wir das gleich machen? Ja, Mach Können wir aus. gern. Gut. können Danke wir fürs gerne machen. Zugucken. Tschüss.